weiter. Die Wache an Bord. Das bist du. Und das Heck des Schiffs. Ah ne, Moment. Ja, dann Fotos senden. An Ron. Ich würde sagen, jetzt machen wir hier oben noch ein Selfie. Fotos erhalten, Chef. Ein Selbstprofil, wie es im Deutschen heißt. So. Zack. Das ist doch ein schönes Bild. So, speichern wir in der Galerie. So. Und jetzt begeben wir uns nach unten. Natürlich am besten über die Leitern. Und nicht runterspringen. Boah, das war knapp. Deswegen sage ich ja, ich renne hier oben nicht gerne. Oh Mann, ich bin hier wirklich einmal komplett runtergefallen, dann bist du einfach instant tot, wenn du hier runterbretterst. Ja, deswegen muss nicht unbedingt sein. Aber hier kann man runterspringen. Zack. Ah, jetzt müssen wir den Laster benutzen. Daran erinnere ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ah, doch, ich erinnere mich. Jetzt kommt eine der besten Szenen in der ganzen Mission gleich. Wie ich finde. Na gut, jetzt fahren wir aber erstmal rüber zum Dockbereich. So they've been guarding one of them dry docks. We can take a look at it, but no one's allowed around there. Normal rules don't apply to us, Floyd. Naja, auf jeden Fall, wir fahren da jetzt erstmal rüber zu dem Trockendock, wie es ja heißt. Was ebenfalls du wartest. Ein bisschen gemächlicher fahren. So, dann geht's hier unten runter. Und hier rüber. Ich finde den Dockbereich hier auch mega gut gemacht, finde ich. Also ziemlich glaubwürdig. Gibt's ja auch nicht oft in Spielen, dass sowas glaubwürdig rüberkommt. Aber gut, das ist immer wieder meine Meinung. Wie das da bei euch aussieht, weiß ich natürlich nicht. You're wasting your life, Floyd. It's lucky we turned up when we did. I'm saving you from yourself. So, fahren wir hier rein. Hey! You can't come through here. It's restricted access. No entiendo. No understando. Manifesto. Manifesto say deliver here. Hey, stop. Where the fuck Get do you back think here. you're going? Get back here! We must have got confused. God don't speak English. Must have misread the Manifesto. He said no here. Oh, you get Sorry, you're gonna have to go it alone. Auch ziemlich gut. Begeben wir uns mal zu Floyds Apartment. Hat niemand gesehen. Trevor, these photos. You've really stumbled onto something. The ship, Merryweather. Yeah, I know. Tell me about the ship. If we put a man with a gun on the bridge next to it and get a guy on board, I think we got a good chance of taking over. Way it looks to me, there's a container below deck. They're guarding it for the government, keeping it off the books. Serious military technology, most like. Yeah, of course. I just found a manifest. They're testing something out at sea. It's gotta be that. Now, get back to work. The TPI conglomerate ain't thriving. There's only one man responsible. Of course, yeah.
but I'll start pulling all the intel I can get on Merryweather at the same time. I got a file here somewhere. Genau, so schaut's aus. So machen wir's. So, dann hier rum. Aber jetzt begeben wir uns erstmal zu Floyds Apartment, wo wir jetzt den Aktenkoffer zurückgeben. Also ich fand die Szene gerade so mega gut. Musste ich auch laut lachen, als ich das privat gespielt hatte. Auf jeden Fall ziemlich gut gewesen. Ja, also finde ich persönlich eben mega gut. Wie ihr das letztlich findet, ist ja immer so eine andere Sache. Ja, gut. Aber ihr seht jetzt, um was es geht. Es geht um ein Schiff. Ein Raubüberfall auf ein Schiff, was wir planen. Was es damit genau auf sich hat, das sehen wir dann auch noch. Aber dazu will ich jetzt erstmal nicht allzu viel sagen. Natürlich für die, die das Spiel schon kennen, die wissen es. Aber für die, die das Spiel eben noch nicht kennen und eben erst, ja, durch mein Durchspielen das Spiel quasi erst kennenlernen, ja, für die verrate ich das noch nicht. Ist, glaube ich, auch ganz gut. Denn Spoilern ist immer kacke, das weiß aber eigentlich jeder. Und deswegen, also ich hasse Leute, die meinen, sie müssten unter Let's Plays spoilern. Da kriege ich immer einen Anfall. Weil ganz ehrlich, wenn ich einen Spoiler haben möchte, dann lese ich mir eine Komplettlösung irgendwo durch. Oder lese mir ein Story-Nachtelling irgendwo durch, ja, wo irgendjemand halt quasi die Story nacherzählt. Oder, ja, halt in schriftlicher Form nacherzählt. Aber sowas muss doch nicht unter einem Let's Play sein. Genauso wie Leute, die immer das Ende vorspoilern und zum Beispiel sagen, was weiß ich, der und der stirbt und der überlebt und so. Sowas muss doch nicht sein, oder? Ganz im Ernst. Also ist jetzt meine Meinung, ja. Andere können das natürlich auch wieder anders sehen, aber ich glaube, da sind viele meiner Meinung. Oder der Großteil. Zack, die Kiste ist geparkt. Dann gehen wir mal mit dem Aktenkoffer, mit dem ich nicht rennen kann, zu Floyds Apartment. Schade. Also schade, dass wir nicht rennen können. Das ist ein bisschen nervig, aber naja, was soll man machen? Na, schade, ich dachte, der Trevor läuft von alleine weiter. Aber erst ab der Türe. Oder? Nee, erst ab hier dann. What in the name of all things holy? I tried to stop it, but it just kept coming and coming. Oh, it's there, Wade. Look, Betty, you're just not cut out for honest work, all right? Did you get what you needed? Yeah, more or less. Yeah, I just got to figure out a place to plan this now. All right, this'll do. That woman ain't even fine. Ain't no one understands why Floyd lets her use him so. Oh, it's low self-esteem, Wade. We got to build him back up. Now. And there, perfect. All right, so based on my observations, I'd say these Merryweather security cocksnots are sitting on something real valuable. I think they got 2 of these things, but we only need 1. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship, so it's likely they're keeping it on ice. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here. Which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. Need a guy to plant the bombs, a guy to look out for him with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. That means stealing us a submarine, of course, but you can find us one of them, can't you? Huh? Now, the other one is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too, and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here, and find out what it is. Here? To the Congo? Aye, so, what do you think? Container ship or whatever's offshore? Jetzt ist die Frage, privat habe ich B genommen, die Hochsee. Aber ich
Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir probieren mal was Neues aus. Wir It's probieren gotta mal be den the Frachter. container, right? Genau. You and Floyd can help, and we'll bring along Michael and his unpaid intern. Okay, all right. What is that smell? Oh, we are going straight to the local union rep. Wade here was injured in the performance of his duties. Human waste has seeped into his very pores, and I am sorry to say this, but I don't think he's ever going to smell normal again. You can't go to the union. You are union, all right? And you vouched for us, all right? You look at him, man. Smell him. No. Smell him. Trevor, you're planning a robbery on my place of work. You violated Mr. Raspberry Jam, and God alone knows what else. You damaged Deborah. Look, my lady and my union, that's all I got. So why don't we just let this all slide? Huh? If you're comfortable with what's happened to your cousin, then so be it, all right? But I would give him a bath and rinse him off. No! No bath! Ja. Speichern wir mal. Bestanden. Bronze, Missionszeit hat nicht gepasst. Ja, schade. Naja. Gehen wir mal raus. Rufen wir mal Michael an, genau. Ah, Trevor. Hey. Mikey, hey, listen. Loving it here in LS. Really settling in. Getting my first enema tomorrow. Anyway, I heard about some action. Yeah, huh? Yeah, okay. Oh, you bet it's okay. Listen, I gotta do a little prep work, but so far it's looking pretty tasty. I'll need you to bring along that kid you've been hanging with. Frankly. Genau, aber bevor wir jetzt mit der Hauptstory weitermachen, mit der wir noch gar nicht weitermachen können, wir hatten hier noch eine Fremden- und Freaks-Mission mit Franklin, machen wir erstmal die Fremden- und Freaks-Mission mit Trevor. Das hatte ich ja angekündigt, eigentlich schon so lange jetzt wieder her, aber jetzt machen wir es auch endlich. Deswegen, da lassen wir uns jetzt erstmal von nichts mehr ablenken, also hoffe ich. Ja. Sag mal. Ich habe ein U-Boot gesehen, Trevor, unten am Hafen. Vielleicht gibt es einen Schalter zum Runterlassen. Ja gut. Könnten wir jetzt natürlich machen. Aber wie gesagt, wir machen erst die Fremden- und Freaks-Mission, dann machen wir das unten am Hafen. Ja, doch, das machen wir so. Das ist jetzt beschlossene Sache. Gehen wir mal hier um die Kurve, so. Ja. Und ich weiß nicht, ob wir dann schon das U-Boot klauen sollen, ob wir dann erst die Fremden- und Freaks-Mission mit Franklin machen sollen. Weil ich nichts gegen die Fremden- und Freaks-Mission mit Franklin hätte, ehrlich gesagt. Ja, normal. Naja. Ja gut. Ich glaube, wir machen danach dann die Fremden- und Freaks-Mission. Die Fremden- und Freaks-Mission, dann machen wir die Heist-Vorbereitung. Du hast den Schild verloren. Und dann machen wir die Heist-Vorbereitung, würde ich sagen. Ja, das ist doch ein guter Plan, oder? Ja, das ist wieder erstmal ein guter Plan für die Aufnahme hier. Ja, und dann muss ich auch irgendwann die Folgen wieder schneiden, rendern und ja. Also im Übrigen bis Folge 32 ist mittlerweile hochgeladen und heute ist der 23. August, nur mal so am Rande erwähnt. Das geht irgendwie bis zum, ich glaube, 13. September. Nee, 14. September müsste Folge 32 kommen. Nur damit ihr mal wisst, was ich meine. Na gut. Just ignore us. Yes, don't mind us. Pretend we're not here. Okay. You're not Jock Cranley, are you? Actor and artist? I love your work. Oh, stunt double. Oh, our favorite show. Mrs. Thornhill, snap. Watch the birdie. Oh, pretend to throttle me. Yes, like you did on that poster you did. Yeah, okay, well, that would be my pleasure. Like that, huh?
Yeah? Maybe something like this? Or like that? Huh? You like that? That's enough, have you? You like that? Oh! Hey! Thank you. Wow, that's quite a woman there, huh? We are not worthy. We're not worthy. We're not I'm not Jock, what's his name? Cranley, big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Yes. Before we met you, we were trying to break in to Bruce Spade's house and steal his rubbish. The things these stars throw away. They're not like you or me. Mrs. Thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear and bathroom products. Things they've actually used themselves. You guys have a great vacation, all right? I gotta go. We could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins, it's such a business. Nigel's got an arthritic knee. What do you need? Just a few Vinewood souvenirs for my museum. Look at this map. I mean, a lot of these places have famous people living in them, and some that are just hanging about. Bring us some things. I'd be very thankful indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best. Such fun.